Und zwar heute meine Welt, meine Meinung mit unserem Kollegen Holger Czapitz, uns aus Davos zugeschaltet, also vom Weltwirtschaftsforum. Hallo Holger. Guten Morgen, Holger. Wir wollen direkt mal ein bisschen Temperatur machen. Guten Morgen. Was ist dir am Morgen schon sauer aufgestoßen? Ja, Temperatur kann ich gut gebrauchen. Hier haben wir gerade -4 Grad. Ihr seht es ja auch, der Atem, das ist zu sehen. Naja, was mir sauer aufgestoßen ist, es ist ja nicht nur der Kanzler aus Deutschland hier und nicht nur der Wirtschaftsminister und auch der Finanzminister, sondern es ist auch der Oppositionsführer da, Friedrich Merz. Und das ist ja eigentlich wunderbar, dass er hier sich vorstellt und auch mal Werbung für Deutschland macht. Aber was er auch noch gemacht hat, er war bei einem BlackRock Dinner der Speaker. Und da muss ich sagen, das hat mir doch sauer aufgestoßen. Nicht, dass ich es doof finde, dass er bei hochkarätigen Dinnern da ist und dass er da eine Rede hält und auch für Deutschland Werbung macht. Aber die Causa BlackRock und der Name BlackRock und Merz, das sind ja zwei Sachen, die ja schwierig sind. Das ist ja so, er war ja damals Aufsichtsratschef der Deutschland-Tochter. Und er ist zwar zurückgetreten, als er zurück in die Politik ging, aber immer wieder war dieser BlackRock-Makel, hing ihm an und die Leute haben gesagt, Mensch, das ist der Mann des Kapitals, nicht der Mann des Volkes. Und er musste immer wieder versuchen, dagegen anzukämpfen. Und jetzt macht er sowas. Für mich ist das instinktlos. Und das Zweite, was ich auch noch gesehen habe, er saß dann auf der Bühne und hatte Socken, da war seine Initialen drauf. Das mögen Lappalien sein, wo die Leute sagen, ach, soll er doch Socken mit seinen Initialen haben, aber ich meine, das ist natürlich nichts Volksnahes. Welcher normale Mensch hat auf seinen Socken seine Initialen drauf? Und dabei hat er ja wirklich wichtige Nachrichten zu bringen und hat es auch sehr gut gesagt. Er hat gesagt, hey, ich will Deutschland umkrempeln und wir brauchen eine neue Regierung. Aber wenn er jetzt solche Aktionen macht und seine politischen Gegner können das natürlich ausschlachten, dann wird er halt nicht die Prozente kriegen, die er haben will. Er hat hier nämlich nochmal ganz klar gesagt, ich will so stark werden, dass ich nur eine Zweierkoalition brauche und ich will auch aus 2 Partnern auswählen können. Und wenn er aber so weitermacht, dann bringt das halt nichts. Und er macht ja in Deutschland extra so einen Schlafwagen-Wahlkampf, um niemanden zu irritieren. Und hier macht er sowas, das ist halt wirklich misslich. Und das hat mich aufgeregt, wie er wieder mitkriegt. Ja, das merkt man schon, Holger. Also ich werde in Zukunft darauf achten, was ich für Socken trage, wenn du zu uns ins Studio kommst. Also wahrscheinlich am besten die schwarzen, wo überhaupt nichts drauf ist. Aber du bist auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und da wird natürlich viel geredet. Und wird dann Donald Trump tatsächlich auch die Meinung vorgeben? Denn deine Nachricht des Tages geht ja eigentlich in diese Richtung. Ja, Donald Trump ist natürlich immer der Elefant hier im Raum und er wird nicht von allen namentlich genannt, aber er ist natürlich immer mit dabei. Und meine Nachricht des Tages geht dahin, dass er kurz im Amt ist und schon wirtschaftlich America wieder great again macht. Und zwar geht es darum, er hat 500 Milliarden KI-Investitionen in Infrastruktur hat er bekannt gegeben. Und zwar mit 3 Firmen zusammen, mit Softbank, mit OpenAI und mit einem arabischen Staatsfonds. Und ich meine, 500 Milliarden, das ist echt eine Mega-Summe. Und wenn man jetzt noch bei uns dazu rechnet, was da noch für Sachen dazukommen, 300 Milliarden alleine noch von Microsoft, von Google und von anderen, das sind Summen, mit denen können wir Europa überhaupt nichts anfangen. Wir erinnern uns vielleicht, wir haben mal 500 Millionen in Aleph Alpha gemacht. Naja, aus den 500 Millionen ist irgendwie, das ist nicht wirklich was geworden. Und die einzige Chance, die wir eigentlich jetzt hier noch haben, ist die, dass irgendwann die AGI, also diese Alleskönner-AI erfunden worden ist in Amerika und dass wir es dann schaffen, diese Modelle bei uns zu nutzen, um Anwendung zu machen, in der Gesundheit, in der Bildung, in anderen Sachen. Aber wir haben, glaube ich, überhaupt keine Chance, wenn es jetzt um die erste Phase der KI, wenn es um die Modelle geht, wenn es um solche Sachen geht, haben wir echt überhaupt keine Chance, hier mitzumachen. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon ganz klar. Und da ist halt Donald Trump ganz weit vorn und Amerika ganz weit vorn. Und da haben wir einfach nichts zu bieten als Europa. Lass uns ganz kurz gerne noch auf das schauen, was dann heute bei euch in Davos wichtig wird. Ja, was wichtig wird, gestern war ja schon so ein bisschen Europatag, aber das geht weiter. Und die Frage ist ja, welche Antwort findet Europa auf Donald Trump? Und da war ja gestern schon Ursula von der Leyen da und die hat gesagt, naja, wir versuchen so eine Umgehungsstrategie, wir versuchen halt mit anderen Partnern das zu machen. Die hat gesagt, hey, Mercosur gehen wir versuchen mit allen Partnern zu machen, die Europa nützlich sind. Da hat man sich auch den Chinesen angedient und gesagt, machen wir auch mit denen, wir müssen pragmatisch sein, wir wollen zwar unsere Werte behalten, aber wenn es um Geschäfte geht, machen wir das auch. Das ist eine Strategie. Die zweite Strategie, die hat Friedrich Merz gesagt, nee, wir müssen Deals der Stärke machen, hat daran erinnert, 2000
2018, als Trump uns mit Zöllen belegt hat, haben wir einfach auf Whisky, Levi's Jeans auch Zölle gemacht und auf Harley Davidson. Und dann konnte man gut verhandeln. Dann ist damals der Juncker nach Amerika gefahren mit Bruderkuss mit Trump und das war alles prima. Und das war die Strategie von Friedrich Merz, die der gesagt hat. Und heute wird Habeck und die EZB-Chefin Lagarde da sein. Da wird wahrscheinlich nochmal eine neue Idee sein. Der Habeck ist ein großer Anhänger von Schulden machen. Und da wird man wahrscheinlich sagen, hey, wir müssen Schulden machen, müssen investieren und so weiter. Das ist die Habeck-Strategie. Aber was wirklich wichtig ist und was hier auch immer wieder rauskommt, ich habe gestern auch die finnische Außenminister Feldtonen getroffen und die hat auch gesagt, Europa muss wieder wirtschaftlich great sein, denn dieser europäische Lifestyle, den wir haben, den müssen wir uns auch leisten können. Und nur wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, können unsere Kinder auch noch weiter diesen Lifestyle haben. Und insofern, ist es dringend nötig, dass da was rauskommt und dass wir Europa wieder great machen. Ja, aber die Frage ist ja, Holger, es muss doch auch Hoffnung in deinem Leben geben, oder? Ich meine, die Sonne scheint ja aufzugehen. Es sieht ja schön aus bei dir in Davos. Das stimmt. Also wir haben hier wirklich wunderbares Wetter. Es hat aber leider lange nicht geschneit, deswegen ist es nicht ganz so viel Schnee, wie es sonst ist. Ja, es gibt eine Hoffnung durchaus. Die Hoffnung verbinde ich mit dem Kanzler Olaf Scholz. Der war gestern da, hat seine Rede gehalten und es war eine Abschiedsrede, so kann man es vielleicht mal sagen. Er hat halt vor Davos, vor einer halbvollen Halle, die Halle wollte ihn auch nicht mehr hören. Er hat dann so ein bisschen genervt, er war fahrig. Es war halt wirklich kein Kanzler, der nochmal Zuversicht verströmt, es war ein Kanzler, der wirklich geht. Und das, finde ich, ist eine hoffnungsvolle Sache, weil ganz Deutschland hat ja irgendwie keine Lust mehr, diesen Kanzler zu haben. Und deswegen ist es gut so. Und es kann sich auch keiner vorstellen, dass nach dieser Rede, das war so ein Potpourri von zusammengestückelten, so ein paar alten Scholz-Sachen, dürfen die Grenzen nicht verschieben, so ein paar Wahlkampfschlager, wir brauchen einen Deutschlandfonds, weil wir Investitionen haben, dann so ein paar andere Sachen. Die Rede war auch irgendwie zusammengestückelt. Es war wirklich kein gutes Stück, es war auch keine gute Werbung für Deutschland. Und deswegen waren die Leute auch froh. Und als er dann fertig war, das war relativ schnell, er hat relativ kurz geredet, dann kam auch die Frage, ja, will jemand eine Frage im Saal stellen? Und es wollte erstmal niemand eine Frage stellen. Und dann hat jemand eine Frage gestellt, ja, wie ist denn deine Afrika-Strategie? Und dann hat Olaf Scholz wieder irgendwie geantwortet, das war egal. Also es war wirklich keine gute Werbung für Deutschland. Aber was mich hoffnungsvoll daran ist, er kommt hoffentlich nicht wieder. Und das Zweite, was mich hoffnungsvoll macht, es war gestern die große Deutschland-Party. Das ist immer von Burda, DLD wird hier gemacht. Und die war so voll und die war so vibrierend wie noch nie. Es gab auch diese bayerische Band nicht mehr, sondern einen modernen DJ mittlerweile. Das war ein modernes Deutschlandbild. Und das hat mich optimistisch gemacht, dass Deutschland noch was kann und gezeigt hat, dass wir auch gut Party machen können. Da waren auch viele Wirtschaftsgranten da. Und das war ein positiver Abschluss, nachdem Olaf Scholz eher so die Leute eingeschlafen lassen hat und der Saal halt halb voll war. Das ist die Meinung von Holger Czapitz. Vielen herzlichen Dank nach Davos. Sehr gern.